Ja, hallo mein Lieber und herzlich willkommen zurück in unser V-Grow. Wie du gerade in dem Zeitraffer gesehen hast, hat sich unsere Pflanze seit dem letzten Video ziemlich stark entwickelt. Wir haben überhaupt keinen Platz mehr, dass man von oben nach unten durchgucken kann zum Topf. Es ist wirklich alles sehr, sehr dicht gewachsen. Und heute wird es Zeit, dass wir hier jede Menge Blätter rausnehmen, weil ich gestern auf Blüte umgestellt habe. Und wie ihr wisst, muss man in der Blüte deutlich niedrigere Luftfeuchtigkeit fahren. Und seit ich umgestellt habe, habe ich hier in der V-Grow eine zu hohe Luftfeuchtigkeit. Das liegt zum einen daran, dass wir draußen im Moment eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit haben und ich nicht mehr hinterherkomme mit Lüften, also frische Luft von draußen reinlassen, bringt die Luftfeuchtigkeit hier nicht runter. Deshalb ist das keine Lösung. Ich habe mir überlegt, dass ich hier meinen alten Mini-Luftentfeuchter rein tue. Der tut zwar ein bisschen was, aber ist nicht optimal. Und deshalb werden wir hier heute ordentlich entblättern und die Dame auf die Blüte vorbereiten. Hast du Bock? Dann sehen wir uns in der nächsten Szene. Glücklicherweise hat die V-Grow hier eine schöne Magnetbefestigung für das Krocknetz. Sonst hätte ich jetzt echt Probleme, die Pflanze hier raus zu operieren. Es funktioniert einigermaßen gut, das Netz zu entfernen und auch wieder einzuhängen. Hoffe ich zumindest, dass das mit dem Einhängen klappt, nachdem wir sie entblättert haben. Aber ja, das Netz ist jetzt raus. Ich muss mal wegen dem Luftentfeuchter eben aufpassen, dass wir uns da nicht vertüdeln. So. Packen wir mal hier so lange. Ja. Und jetzt holen wir die Dame da raus und entblättern sie. So, ihr habt gerade gesehen, wie ich die Lady rasiert habe. Da haben wir bestimmt die Hälfte der Blätter rausgenommen. Ganz interessant finde ich hier zu beobachten, das Bewässerungssystem funktioniert scheinbar wirklich sehr gut. Ihr seht überall die Wurzeln, die aus dem Stofftopf hier runter gewachsen sind. Das ist wirklich jede Menge. Sehen auch sehr gesund aus. Aber die möchte ich natürlich nach Möglichkeit nicht da unten im Reservoir haben. Deswegen werde ich mal ein paar davon entfernen, hier so gut das geht. Und dann kommt der Topf hier wieder rein. Im Übrigen habe ich mir überlegt, um die Luftfeuchtigkeit hier in den Griff zu bekommen, in der Box, dass wir heute diese Aerowave Lüfter installieren. Zumindest einen davon. Ich will mal gucken, ob wir einen oder beide nehmen. Aber so, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Luftzirkulation in der Box erhalten. Also bis gleich. So Leute, zurück in der V-Grow. Wie ihr seht, habe ich hinten den Ventilator installiert und das Krocknetz wieder eingezogen. So sieht das Ganze jetzt nach dem Entblättern aus. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt die Luftfeuchtigkeit wieder ein bisschen besser in den Griff. Ich habe wirklich sehr, sehr viel ausgedünnt. Ihr habt das ja gerade gesehen. Aber das ist halt dieser kleinen Box geschuldet, ne? Hier ist halt kaum Platz drin. Und dementsprechend geht die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr schnell hoch. Kann jetzt sehen, hier wird die Luft deutlich besser zirkulieren. Man kann wieder unten auf den Topf gucken. Wir gucken uns das jetzt in den nächsten Tagen mal genauer an. Ich installiere jetzt wieder meinen Mini-Luftentfeuchter in der Box. Gucken, ob ich den da irgendwie reingezwirbelt kriege. Ja, wird schon irgendwie gehen, so zum Beispiel. Ja, dann schmeißen wir den noch an und weil er hier so ein kleines LED-Licht hat, was ich in der Nacht natürlich nicht sehen will, kommt hier so ein Stückchen Pappe rüber und damit sind wir perfekt vorbereitet für die nächste Woche.
Ich hoffe, in der nächsten Woche sehen wir hier die ersten Blütenansätze in der Pflanze. Jetzt sieht sie natürlich ein bisschen traurig aus, aber es ist, wie es ist. Es ist fürs Beste der Pflanze. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, dein Bubertsbrudi.